bin eigentlich ein Patriot. Ich bin froh, Deutsche zu sein. Ich glaube, wir haben hervorragende Leute hervorgebracht. Also nicht nur Philosophen, Ideen, große Ideen, deutsche Ideen und Erfindungen auch. Aber irgendwie haben das die letzten 30, 40 Jahre ein bisschen vergeigt und vergessen. So, wir dachten, das können wir so schön nach. Und wir haben eine verlorene Generation. Ich glaube, unsere Generation. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann, wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen auf unserem Kanal und ich freue mich heute besonders, Dr. Pius Sprenger bei uns zu Gast zu haben. Lieber Pius, wirklich schön, dass du heute Zeit hast für uns und herzlich willkommen bei uns bei Perspektive Ausland. Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Ich freue mich schon mal auf die nächsten 60 Minuten. Schauen wir mal. Ja, du bist ja 1999 ausgewandert und wie gesagt, die meisten unserer Zuschauer, unserer Mandanten, unserer Zuhörer auch beim Audiopodcast, die sind ja auch entweder ausgewandert oder beschäftigen sich mit dem Thema und deswegen immer wieder spannend, jemanden dabei zu haben, der das auch alles schon durch hat und du bist ja ein Urgestein sozusagen mit 1999 schon aus Deutschland raus. Du hast eine relativ bewegende Geschichte. Ich fasse kurz zusammen, aber du wirst dann bestimmt noch viel mehr erzählen können. Also du bist ja promovierter Mathematiker. Das hört sich ja mal so trocken an, Mathematiker, oh, was? Wie auch immer, aber wir werden nachher noch sehen, wie dich gerade diese Profession mehr oder weniger ins Ausland geführt hat. Und Piers, du warst ja in leitender Stellung in der Hochfinanz, wie man so schön sagt, oder? Fast 3 Jahrzehnte. Lehman Brothers, Morgan Stanley, Deutsche Bank. Hört sich da schon fast merkwürdig an in dieser Aufzählung. Aber da wirst du vielleicht noch einiges nachher ergänzen können. Du bist nachher im Handelsbereich gelandet. Was uns interessiert und bestimmt auch unsere Zuschauer, Zuhörer, ist also 1999 Auswanderung aus Deutschland. Hattest du damals schon im Gespür, dass die mit Deutschland, mit der EU, das in die falsche Richtung geht? Oder war das nur mehr oder weniger eine glückliche Fügung und es hat sich im Nachhinein als richtig rausgestellt, dass du ausgewandert bist? Vielleicht kannst du zuerst dazu was erzählen. Ja, sehr gerne. Also es war tatsächlich eine glückliche Fügung. Ich würde nicht sagen, dass ich 1999 schon die irrsinnigen Wege der Europäischen Union vorweg gesehen habe. Ich war immer eher negativ auf den Euro und auf das System eingestellt. Das macht wenig Sinn, aber nur vom Bauchgefühl her. Tatsächlich war es so, dass ich nach meiner Promotion in Mathematik, ich hatte bis dahin, würde ich sagen, eine sehr typisch deutsche Karriere mit der Idee eben, ich habe Mathematik mit Nebenfach Physik studiert, dann bin ich nach Hannover, habe dort promoviert und an der Uni gelehrt und auch noch ein Jahr lang in Postdoc gearbeitet. Festgestellt, eigentlich interessiert, also ich liebe, bis heute mag ich Mathematik und nicht, dass ich es noch verstehen würde, sehr gut. Mathematik ist etwas für junge Menschen, ein bisschen wie Sport. Und habe gesehen, ja, so diese trocken deutsche akademische, das ist auch wieder das Deutsche, dieses trocken deutsche akademische Beamtenwesen, das bin ich nicht. Das wirkt sehr langsam. Was ich damals schon sehen konnte, während meiner Promotion war, wenn immer wir einen Kollegen hatten aus den USA, dass dann ein anderer Wind war, dass es offener war, dass es eleganter war und dass die eigentlich auf eine sehr lässige Art an sehr tiefe Dinge gekommen sind, während wir mit einer sehr deutschen, strikten Art, scheinbar sehr korrekt, dachte ich mal, häufig ein bisschen schon im Rückstand waren. Ich rede jetzt von 90er Jahren. Und 1997 bin ich zur Deutschen Bank als Credit gekommen, quasi Trainee nach der Promotion, hatte von Finanzen überhaupt keine Ahnung und war dann auf dem Handelsraum. Warum auf dem Handelsraum? Das war eben die Zeit, wo Investmentbank, das war die Investmentbank der Deutschen Bank, die hieß damals noch Deutsche Bank Grenfell für ein halbes Jahr. Der dachte, man braucht eben promovierte Mathematiker, um diese Instrumente, Derivate richtig berechnen zu können. Und so war ich im Handelsbereich. Aber in Frankfurt. Aber da bin ich sehr schnell an meine Grenzen gestoßen, eben durch diese sehr, das sage ich, ja, sehr deutsche, sehr konservative, hatte ich das Gefühl, das passt nicht mit dem, was man eigentlich da verkaufen, amerikanischen Kapitalmarkt, Kapitalismus, mit Kunden reden, sehr hierarchisch. Und tatsächlich war es so, dass ich hatte mehrere Ideen als
promovierter Mathematiker, hat mich aber dann nicht sehr ernst genommen in Frankfurt. Dann mache ich die Entscheidung aus 97 zu sagen, entweder gehe ich raus oder ich gehe woanders hin hier in der Bank. Und tatsächlich war ich dann 99, Anfang 2000 bin ich dann nach London zur Deutschen Bank und dann schließlich zu Morgan Stanley, Lehman Brothers, um dann wieder zurückzukommen zur Deutschen Bank. Also es war mehr diese, ich würde sagen, diese deutsche Unternehmenskultur. Wenn man in Deutschland im Unternehmen arbeitet, dann arbeitet man sehr bürokratisch nach oben. Und das ist mir damals schon aufgestoßen. Da geht es quasi nicht um Fähigkeiten, Talent, Ideen, sondern es geht halt darum, gewisse Schritte abzuarbeiten. Und das fand ich sehr, sehr langweilig. Ich bin eben immer ein Mensch gewesen und vielleicht wieder auch komischerweise zur Mathematik zurück. Unabhängig, wie alt man ist, woher man kommt, ob man ein Bauernkind ist wie ich oder aus sehr vornehmer Familie kommt, ob der Vater Professor ist oder eben wie mein Vater Bauer. Am Ende geht es darum, wer kann ein Theorem lösen, wer kann ein Problem lösen. Und der Beweis darin, wer der Beweis führen kann, ist der Bessere. Ganz einfach. Unabhängig, wo er herkommt. Ich fand es so eine urdemokratische Sache. Deswegen war ich immer sehr quasi skeptisch gegenüber Sozialwissenschaften und also in anderen Bereichen oder auch Leute, die einfach etwas behaupten, Kraft ihres Amtes. Und das ist mir tatsächlich in der Bank viel passiert, wo ich dachte, am Ende geht es nur darum, das ist ein Geschäftsführer oder Managing Director und ich bin eben ein Associate, was habe ich da zu sagen? Und das habe ich nicht akzeptiert. Bin eben nach London, später in Amerika, wo tatsächlich ein anderer Wind weht, ein sehr viel offener Wind und eben ein Wind von Ideen. Und das hat mir extrem gut gefallen. Ich glaube, dieses freiheitliche Denken, das hat mich so instinktiv, nicht bewusst in den angloamerikanischen Bereich USA und früher England getrieben. Interessant, ja, interessanter Punkt. Jetzt ist ja so, wenn man sich jetzt so, sagen wir mal, in YouTube-Kanälen oder in sozialen Netzwerken umschaut, da dominieren ja aktuell so Themen wie Crash, Bankenkrise, Enteignung, Lastenausgleich, Euroende, digitale Zentralbankwährung oder Untergang Deutschlands und so weiter und so fort. Du bist ja jetzt, wie gesagt, sagen wir, ein Urgestein des Systems, dessen Untergang man jetzt hier schon seit Jahren voraussieht. Wie siehst du das denn selbst? Also wie kritisch oder so, sind wir 5 vor 12, sind wir 3 vor 12 oder haben wir es noch nie gemerkt, dass es schon auch um 12 ist? Also wie siehst du das selbst? Sehr kritisch. Ich habe tatsächlich eingangs schon gesagt, 2001, 2002 mit der Einführung des Euros war ich von überzeugt, damals gesagt, ist nicht so eingetreten, ist teilweise eingetreten, dass der Euro keine 10 Jahre lang überleben wird. Tatsächlich 2011 gab es die europäische Bankenkrise und da wurde mit Brechen und Biegen wurde es irgendwie der Euro zusammengehalten. Also so, der Zeitraum war nicht ganz falsch, aber sehr europäisch, hat man sich zusammengetan, hat man es sozialisiert und irgendwie versucht, über die Zeit abzuschreiben. Und ich glaube, das ist sozusagen das Stichwort, über die Zeit abzuschreiben. Das ist was sehr Europäisches und in Europa was Urdeutsches. Das wird so ein bisschen mit, wir wissen es besser, wir Deutschen wissen es besser, wir sind ja konservativer, wir sind ja ehrlich, wir sind ja nicht solche Cowboys wie die Amerikaner, wir schreiben das ganz ruhig über die Zeit ab. Das funktioniert schon lange nicht mehr. Deswegen zu deiner Frage, die Bankenkrise, Finanzkrise, vielleicht kann ich da ein bisschen ausholen. Ich bin tatsächlich dann 2004, 2005 zur Deutschen Bank nach Stationen bei Lehman Brothers und Morgan Stanley zurückgekehrt in den Handelsbereich für Hypothekenanleihen. Also ich bin in dem Bereich gewesen, CDO Square, Asset-Backed Securities und so weiter. Und habe damals in dem dann sehr bekannt gewordenen Bereich Subprime Mortgages gearbeitet und habe die Derivate dafür gemacht. Mein direkter Chef war dieser Greg Lippman, den man aus dem Film kennt, The Big Short. Der wird von Ryan Gosling gespielt. Und wir haben schon 2005 gesagt, das funktioniert nicht mit der Subprime-Geschichte. Wenn man sieht, wie die Kredite vergeben werden, dann das kracht irgendwann. Und die Strukturen waren so, dass sie eben, da hat es nicht viel gebraucht, bis schließlich diese hochstrukturierten Produkte auf Null runterkippen. Das haben wir 2005 so auch unsere Handelsposition aufgebaut. Und auch ich habe genau eben so die Handelsposition aufgebaut, deswegen zum Systemkollaps.
Damals haben uns alle für wahnsinnig erklärt, weil keinen hat es interessiert. Das heißt, mein Job war 2005, 2006 rauszugehen, an die Investoren, an die Hedgefonds zu sagen, das wird irgendwann schief gehen, geht einfach short. In Derivatefonds heißt es einfach, Derivateform wettet darauf, dass es nicht gut geht, weil ich habe darauf gewettet, aber ich war Händler, ich kann nie nur auf etwas wetten, ich brauche die Gegenseite natürlich. Ich muss den Markt, den Preis bestimmen. Und das haben wir gemacht 2005, 2006 und da haben uns viele ausgelacht, rausgekickt und gesagt, was soll denn der Quatsch? Das funktioniert doch alles wunderbar. Und wir waren doch immer wohlhabende Häuser, waren automatisch immer mehr wert. Immobilien, das hat doch die letzten 20 Jahre geklappt. Und das ist etwas, wo ein System scheinbar sehr robust aussieht. Wir haben das Knacken im System aber eigentlich schon 2005 und 2006 sehen können. Und nicht nur wir, jetzt der Craig und ich und der kleine Handelsbereich, nein, das konnte jeder sehen, auch die Analysten, auch die Investoren konnten es sehen. Aber das war eben dieses Pfeifen im Walde. Das wird schon so weitergehen, weil warum soll ich etwas machen, was gegen meine eigenen Interessen geht oder woran ich mich gewöhnt habe? Da hatten sich auch andere Banken über uns lustig gemacht und 2007 hat sich dann sehr schnell gedreht und als 2007, 2008 letztendlich die Welt am Abgrund stand, und ich sage gleich etwas noch dazu, das war mein persönlich besten Jahre, auch also finanziell. Das klingt natürlich jetzt, weil Leute sagen, wie kann er sowas sagen? Wir haben letztendlich gegen das System gewettet. Es ist übrigens immer grundsätzliche Eigenschaft, es ist immer billig, gegen das Bestehende zu wetten, weil die Leute sagen, das ist ja 100% geht da nicht schief. Das ist eigentlich immer eine billige Option. Aber hier war es etwas, was wir auch aufrechterhalten haben. Wir haben Anrufe gekriegt aus Frankfurt und aus London, seid ihr verrückt, das kostet uns so viel Prämie. Und jetzt mal ein Gefühl zu geben, wie es wirklich war damit der Prämie. 2006 kam die große, es ist bekannt, eine große Investmentbank aus New York auf mich zu und Craig und sagte, wir wollen 3 Milliarden Absicherung verkaufen. Das heißt, sie sagen, sie kriegen eine Prämie dafür, dass sie uns absichern gegen einen Ausfall im Hypothekenbereich. Für 3 Milliarden. Etwas, was aber nie eintreten wird. Das war die Spezialeinheit von Morgan Stanley. Das waren die besten Leute, die sie hatten. Die Geschichte war, 1,5 Jahre später hat Morgan Stanley an die Deutsche Bank fast 3 Milliarden Cash überweisen müssen. Wir haben für diese Absicherung etwa 13 Millionen Gebühren bezahlt. 13 Millionen, 3 Milliarden. Das waren die Besten der Besten. Das ist natürlich von deren Seite. Und wir waren einfach, das war gesunder Menschenverstand. Wir sind jetzt, ich habe jetzt nicht irgendwie spezielle Wissenschaft angewandt. Da braucht man nicht promovierte Mathematiker sein, sondern man braucht nur sehen, naja, wenn es noch ein bisschen mehr Ausfälle gibt, dann sind diese Sachen nichts wert. Also das konnte jeder sehen. Da braucht man also kein Raketenforscher sein, um Gottes Namen nicht. Und das war das erste Mal. Ich dachte 2011, ehrlich gesagt, dass es auch wieder anders ausgeht. Ist es nicht. Also irgendwie gab es diese Rettungen. Und diese Rettungen sind eigentlich gelernt geworden 2008, 2009 in der Krise. Was hat man gesagt? Man hat gesagt, wir müssen diese Banken retten, wir müssen sie ausbählen mit viel Eigenkapital und Absicherungen. In Deutschland wurde es über Absicherung gemacht, in den USA über Eigenkapital anschießen. Ich glaube, das war die Todsünde für das, wo wir heute sind. Warum? Weil letztendlich wurden die Zinsen massiv nach unten gezogen, Absicherungen wurden um die Banken gezogen und man sagt, ja, wir müssen sie nur stärker regulieren. Und dann passt es schon, weil wenn die Banken uns jetzt ausfallen, dann kollabiert das System. Das ist meiner Ansicht nach damals 2008, 2009 eigentlich der vorweggenommene Kollaps gewesen. Warum? Ich war der Ansicht, und jetzt kommt vielleicht jemand, der das natürlich so hört und denkt, na, wo kommt der her von der Schule? Das würde ich sagen, sehr libertäre Denkweise. Ich habe damals dafür viel Ärger bekommen, doch meine Handelsposition wurde ich dann sehr schnell, sehr Senior Managing Director, die obersten Leute, Bank reportet. Und 2008, 2009 habe ich eben die Meinung vertreten, es ist eigentlich richtig, wenn wir alle ausfallen. Es ist richtig, wenn die Banken letztendlich verschwinden. Ich meine, Eigenkapital muss abgeschrieben werden, die Anleihen müssen abgeschrieben werden und es ist, was es ist. Ich wäre selber beteiligt, aber das ist das Einzige, wie ein System gesunden kann, ein Reset. Ich sage, wie kannst du so unsinnige Sachen sagen? Am Ende war es ein Bailout nicht für die Menschen, sondern es war ein Bailout für die Elite.
für die Gruppe, es war ein Bailout für die Private Equity Firmen in den USA, die letztendlich alle an der Wand standen und sagten, das Einzige, wie wir rauskommen, ist, die Zinsen waren niedrig gehalten. Jeder, der gespart hat, der ist letztendlich über die Zeit verarmt worden. Ich habe Leute gekannt in Deutschland, Österreich, wo ich viel bin und war. Da war ich damals viel, die gesagt haben, ja, ich spare, ich bin jetzt in der Rente und ich kriege gar keine Zinsen mehr. Aber für die Leute, die eben Assets hatten, Vermögenswerte, für die war es natürlich super. Vor allem natürlich jetzt Wall Street-Leute, aber halt noch für die Banken und die Finanzelite. Und ich glaube, das hat Amerika ganz gut gemacht, weil Amerika hat die nächsten 10, 15 Jahre eines gehabt, nämlich einen massiven Run in Technologie. Das ist, ich meine, du hast wahrscheinlich die Vereidigung des Präsidenten gesehen, hat Bilder gesehen, wir haben die linke Seite gesehen, da hast du ein Line-Up gesehen von Mark Zuckerberg, Bezos, Elon Musk, da stehen einfach mal 500 Milliarden privates Vermögen da. Das sind Einzelleute, die Risiko genommen haben, extrem große Unternehmen aufgebaut haben. Technologie hat letztendlich die letzten 15 Jahre die USA beflügelt. Und das hat sie auch rausgezogen. Das hatten wir in Europa nicht. Ganz im Gegenteil, wir regulieren es bis am Ende. Deswegen glaube ich, die USA hat die Kurve trotz der Verschuldung hingekriegt, dank Technologie. Ob das jetzt Glück war oder, ich glaube, es war nicht Glück, es ist eben diese sehr innovative, diese sehr schnelle, ist da durchgetaucht. Und wenn man vergleicht, wie sich der europäische Aktenindex gegenüber den USA entwickelt hat, in den letzten 15 Jahren, das ist Tag und Nacht. Da glaube ich, kurz zusammengefasst am Ende, das System das europäische System, ich kann nicht einen Zeitrahmen sagen, wird in absehbarer Zeit, ich denke 5 bis 10 Jahre, wird die Welt in Europa ganz anders aussehen, weil sich quasi der Lebensstandard, den wir scheinbar gewöhnt sind in Europa, und sozusagen die kulturelle Überlegenheit, die wir uns irgendwie selber aufschreiben, irrsinnigerweise, die ist nicht mehr aufrechterhaltbar, nicht mehr finanzierbar. Absolut, ja. Da stimme ich dazu. Das ist eine Sache, die wir auch in sehr, sehr vielen unserer Beratungsgespräche natürlich immer wieder diskutieren. Jetzt meine ganz einfache Frage. Ich weiß aber nicht, ob es eine einfache Antwort dazu gibt. Und zwar, wir sprechen ja jede Woche mit Mandanten darüber, die vielleicht ein kleineres, mittleres Vermögen haben. Also in Form von Fiat-Geld, in Form von Geld auf Bankkonten. Und da ist so ein Trend, dass man einfach sagt, also ich traue den deutschen, den europäischen Banken nicht mehr. Ich will mich diversifizieren. Ich möchte gerne in anderen Ländern Konten eröffnen. Das ist auch eine Leistung, die wir durchaus, wo wir unsere Mandanten beraten und dabei unterstützen. Aber wo würde Pius Sprenger, wenn er jetzt, sagen wir mal, 1 Million Kontoguthaben hätte, wie würde er das über die Welt verteilen? Also es gibt ja so Klassiker, dass man sagt, also ich mache jetzt vielleicht in Singapur ein Bankkonto auf, ich mache in den USA ein Bankkonto auf, bringe einen Teil meines Geldes raus von europäischen Banken oder vielleicht auch in Großbritannien. Wir haben auch solche interessanten Bankenstandorte wie Serbien und Georgien, wo einige versuchen, sich zu diversifizieren. Wenn man dir jetzt sagen würde, hier ist 1 Million Euro, wie würdest du das über die Welt verteilen? Würdest du alles in den USA eine Bank einzahlen oder was würdest du mit dem Geld machen? Also, dadurch, dass ich einen Großteil meines Lebens in Amerika, in New York gelebt habe, habe ich natürlich Konten in den USA. Dazu gesagt, US-Banken, gerade auch für Anleger, sind den europäischen und deutschen Lichtjahre voraus. Ist billig, günstig, transparent. Die Sicherheit ist eben doch die Frage, Absolut, ne? Aber da gibt's JP Morgan in den USA. Es ist eine hervorragende Bank, transparent, oder auch eine Plattform wie Charles Schwab, hervorragend. Also wie würde ich es machen? In dem Fall, wenn jemand sagt, hier 1 Million, würde ich jetzt nicht beginnen, da wie so ein Eichhörnchen das überall hinzulegen, dann vertut man sich auch leicht. Wenn ich jetzt tatsächlich frisch habe und sage, ich habe 1 Million, ich habe da keine Legacy mit irgendeiner Bank, ich glaube nicht, dass es morgen gleich schief geht. Schweiz. Ich würde immer sagen Schweiz. Warum? Also wie gesagt, ich bin in Deutschland groß geworden, und zwar am Bodensee, direkt an der Schweiz, deutscher, österreichischen Ecke da, bei Friedrichshafen. Leider muss ich sagen, auf der falschen Seite des Bodensees, auf der deutschen, obwohl ich einen sehr schweizerischen Namen habe, Pius Sprenger, also erst so von der Schweiz, alemannisch, bin ich halt Deutscher. Aber Schweiz halte ich, wenn ich immer in Schweiz bin, fühlt sich das als sehr frei, als freier, auch immer weniger
als Deutschland an. Ich glaube, warum Schweiz? Ich denke, das ist eben ein sehr etablierter Finanzstandort, ist auch eine gewisse Größe im Vergleich zu anderen Ländern, die jetzt gesagt hast, auch von der Historie her, letztendlich auch selbst die Sprache. Also wenn man gerade noch in Deutschland ist, wenn man nicht in Deutschland ist, ist der Standort natürlich ein anderer. Wenn jemand in Singapur ist, sollte in Singapur sein. Wenn jemand in den USA ist USA absolut das, glaube ich, das Richtige. Aber innerhalb Europas, Schweiz, weil du gesagt hast, England, ich bin gerade, so wie wir den Call machen, Podcast machen, hier in London. Das hätte ich noch vor einem Jahr gesagt, abzuraten. Das ist eben, England hat sich in so eine sehr dystopische, sozialistische Regierung entwickelt, Land entwickelt, mit sehr viel Unruhe. Also ich würde auch hier eher fernbleiben, sondern tatsächlich Schweiz halte ich für die beste Option in Europa. Okay, ist ein guter Punkt. Dann generell, du hast ja schon gesagt, die riesengroßen Kulturunterschiede zwischen, sagen wir mal, der Finanzbranche in USA und Europa. Also sagen wir in Europa kann man sagen, das müffelt irgendwo, die sind vielleicht nicht mit der Zeit gegangen und in den USA ist da viel mehr Bewegung. Also würdest du auch einfach sehen, die Machtverhältnisse seit der Finanzkrise haben sich da eindeutig in Richtung USA verschoben, nehme ich an, würdest du dann auch unterschreiben, oder? Absolut. Also um das mal mit Zahlen zu untermauern. Im Jahr 2003, 2004, da war ich noch bei Morgan Stanley, da war dann die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank etwa die von Goldman Sachs. Die sind 1999, 98 an die Börse gekommen und ein Drittel oder so etwas von JP Morgan. Heute ist die Deutsche Bank bei 35 Milliarden Euro, Dollar, JP Morgan bei 500 Milliarden, Goldman Sachs bei über 200 Milliarden. Also effektiv 6-mal größer und JP Morgan 15-mal größer. Das heißt, um mal so das Gefühl, um mal die beiden Dinge miteinander zu vergleichen, JP Morgan hat ein Net Income im Jahr, das größer ist als die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank. Ich glaube, im halben Jahr verdient die mehr als die Deutsche Bank. Und das hat sich eben in den letzten 15 bis 17 Jahren, ich glaube, dargestellt. Deswegen auch immer wichtig. Wir haben das Gefühl als Deutsche, dass wir immer groß sind, bedeutend sind. Und der eine ist, es klingt das anders, ich bin eigentlich ein Patriot. Ich bin froh, Deutsche zu sein. Ich glaube, wir haben hervorragende Leute hervorgebracht. Also nicht nur Philosophen, Ideen, große Ideen, deutsche Ideen und Erfindungen auch. Raketen, das ist auch verrückt. Wir bauen keine Raketen, macht Elon Musk. Georg von Braun ist ein Deutscher gewesen. Ich komme von einer Stadt am Bodensee, Friedrichshafen, Zeppeline. Also wir haben große Dinge gebaut. Aber irgendwie haben wir das letzten 30, 40 Jahre ein bisschen vergeigt und vergessen. So, wir dachten, das können wir so schön und wir haben eine verlorene Generation. Ich glaube, unsere Generation ist eine verlorene Generation. Wir haben letztendlich versucht, das Vermögen irgendwie, und nicht mal geschickt investiert, sondern irgendwie vor sich hin zu leben, ja, und gutes Leben zu haben. Und deswegen glaube ich, ja, also Banken, da zeigt sich das am extremsten. Und das hatte ich schon lange gesagt. Das hat sich bei Banken schon sehr früh nach der Finanzkrise abgezeichnet, dass die Amerikaner eben auf einem ganz anderen Level sind wie die Europäer und vor allem die Deutschen. Was wir jetzt übrigens, und das passt ganz gut zur allgemeinen Marktsituation sehen, dass das nicht nur für die Banken gilt, sondern für die komplette Volkswirtschaft. Banken sind quasi so dieser, wie sagt man, der Kanarienvogel in der Kohlmine. Die geben so eine Indikation, was los ist. Aber am Ende ist es genauso gekommen. Wenn du heute in den DAX guckst, ich glaube, das größte Unternehmen ist, wenn ich jetzt richtig liege, SAP bei 250 Milliarden. Die USA hat irgendwie X-Unternehmen über 1 Billion. SAP wird es nicht mal ein besonderes Unternehmen im S&P 500 sein. Und um ein Gefühl zu haben, wie sehr wir abgehängt worden sind und dass es da eben die letzten 15 Jahre einen richtigen Paradigmawechsel gegeben hat, den wir nicht, das Fiese ist, wir haben es nicht wahrgenommen. Und zu deiner Eingangsfrage, kommt es den Crash, wie er sich entwickelt, da halte ich es gerne mit dem Spruch von Ernest Hemingway, und nicht Spruch, der hat das in einem seiner Bücher geschrieben, ich bin früher mal ein großer Hemingway-Fan gewesen. Da gibt es einen Dialog zwischen den Leuten. Es fragt der eine, sag mal, wie bist du bankrott gegangen? Das sagt er auf 2 verschiedene Arten. Zuerst allmählich und dann plötzlich. Und wir sind gerade mal auf der Klippe der allmählichen Schieflage. Und es geht dann, wenn es geht, plötzlich. Und man sieht es eigentlich jetzt schon die letzten 3 Jahre, wie sich alles
wie wir uns eigentlich jetzt grundsätzlich als Deutsche fragen, hat sich die Welt verändert und was ist denn da passiert? Nicht zu sehen, nein, das ist über die Jahre langsam schleichend, hat sich das ins Negative entwickelt und dann geht es irgendwann Schlag auf Schlag. So wie auch übrigens eine Finanzkrise. Das lief alles sehr gut, 05, 06, und da hat man doch Zeit, das muss man sehen. Am Ende passiert es innerhalb von Tagen, Wochen, Tagen, nicht mehr Jahre. Und da sieht man plötzlich so einen Riss. Das sind Systeme, die instabil waren. Da gibt es irgendwann einen Riss. Und ich glaube, dann werden wir in Europa, dann wird gleich die Anfangssaison auch erleben. Wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre. 5 bis 10. Das ist durchaus was immer mehr momentan beschäftigt. Ne? Deswegen auch das Bedürfnis, sich vielleicht ein Refugium außerhalb der europäischen Wirtschaftszone aufzubauen und Plan B, ne? Zum Beispiel ein Plan B oder ein Plan B, C und D in der Schublade zu haben. Das sind durchaus interessante Themen. Immer wieder hätten wir nie gedacht, vor ein paar Jahren noch in unseren Beratungsgesprächen, dass wir heute wirklich jede Woche viele, viele Beratungen durchführen von Menschen, die eine zweite Staatsbürgerschaft, eine dritte Staatsbürgerschaft bei Investment oder bei Naturalisation im Prinzip erwerben wollen, die in mehreren Ländern Golden Visa sich besorgen, um jederzeit dahin einreisen zu können und halt wirklich präparieren, sagen, also irgendwann kommt was und ich will da gut vorbereitet sein. Jetzt, was mich mal interessieren würde, Piers, wir haben ja in Deutschland, aber generell in der Europäischen Union in den letzten Jahren immer mehr Restriktionen und, sagen wir, Monitoring von Finanzbewegungen und so weiter und so fort. Es gibt die Bargeldobergrenze. Also in Griechenland zum Beispiel ist sie bei 500 Euro. Ne? Da darfst du im Prinzip kein Moped mehr kaufen, sozusagen, wenn es über 500 Euro kostet, bar, sondern du musst das alles digital, also im Prinzip elektronisch machen. Du musst telefonieren, du musst mindestens telefonisch anzeigen, wenn du Geld ins Ausland überweist, größere Beträge, musst das melden und viele sagen, möglicherweise wird es also noch härter und noch schärfer kontrolliert und eingeschränkt in Zukunft, der Abfluss von Kapital aus der Europäischen Union. Was mich interessiert, du lebst ja jetzt, ich sag mal, an einem Bankenstandort in London, kennst dich in der Branche aus. Wie wird denn so von außen das, was dann in Europa, in Deutschland passiert, also diese Restriktion, Regulierung, wird das da überhaupt diskutiert? Wird das wahrgenommen? Wie wird das diskutiert? Passieren da ähnliche Dinge außerhalb jetzt von Europa? Und wie siehst du das selbst, was da gemacht wird? Also ich bin jetzt schon länger nicht mehr innerhalb von Banken, also aber wenn ich mit früheren Kollegen spreche, die interessiert es an für sich nicht sehr. Also gerade Banker auch. Die haben da keine Antenne dafür. Also es ist relativ leicht zu erklären. Erstens mal, jede Form von Auflagen hilft Banken, macht die irgendwie reicher im Weg. Das hilft auch den Banken, neue Instrumente oder neue Konkurrenten auszuschließen. Deswegen haben wir eigentlich auch europäische Banken, wenn die sagen, ja, die Aufsicht ist sehr schlimm, eigentlich lieben sie es, weil es ermöglicht, dass es keine große Konkurrenz gibt. Und letztendlich zahlt der Kunde die Rechnung und die bezahlen sich enorme Geld. Und ich war auch mal ein relativ gut bezahlter Banker, aber habe das sehr kritisch immer gesehen, weil ich glaube, es geht darum, Wohlstand für die Leute zu kreieren. Was ich da sehe, wegen der Barobergrenze, Überweisungen, was du auch vielleicht da auch mit ansprichst, ist einen digitalen Euro, das halte ich für höchst problematisch und dystopisch und gefährlich. Das erinnert doch sehr an 1984 von George Orwell. Das ist sozusagen, das ist verrückt, wenn man sich die alten Dinge liest, von George Orwell oder sich Ayn Rand und Milton Friedman, der war weniger visionär. Aber tatsächlich andere, die in die Zukunft geschaut haben. Aldous Huxley, eigentlich aus den 30er Jahren. Komischerweise bewegen wir genau uns da rein. Und das Verrückte ist, die Menschen akzeptieren das. Sondern da wird argumentiert, das braucht man, um Banken zu sicher zu machen. Komischerweise habe ich das nicht immer verstanden. Das braucht man, um die bösen Leute quasi, deren Geldflüsse zu unterbinden. Trotz größter internationaler Finanzregulierung wird irgendwie die letzten Jahre vor Israel
baut der Hamas Riesentunnelgebäude für Riesengeld und ist finanziert. Also das halte ich auch für eine sehr mutige Behauptung. Es geht letztendlich um Überwachung. Und das klang vor einiger Zeit, als ich es gesagt habe, als Verschwörungstheorie. Und woran sieht man das übrigens auch? Man sieht es eigentlich an einer Währung, die reflektiert, was wirklich los ist, der Bitcoin. Der Preis von Bitcoin wäre nicht bei über 100.000 Dollar. Hätten wir all diese Auflagen nicht. Hätte man nicht die Finanzkrise gehabt mit komischen Bailouts, wo jeder plötzlich bemerkt hat, irgendwie stimmt das doch hier alles nicht mehr. Der Preis von Bitcoin reflektiert eigentlich diese Unsicherheit, dieses Dystopische im existierenden System. Und das Interessante ist, gibt auch eine Alternative. Deswegen auch dieser Kampf. Und ich glaube, wir sind auch mal am Anfang von Bitcoin mit dem genauen Szenario, den du gesagt hast. Ein digitaler Euro. Und das ist etwas, wo ich mich jetzt privat sehr damit beschäftige und auch noch viele auf Twitter, habe noch nicht angefangen, dazu schreiben. Das ist ein Teufelsinstrument. Hat nichts mit Effizienz zu tun. Cash, Bargeld, gibt nichts Effizienteres, sondern es geht um die pure Überwachung jedes Einzelnen. Dann hat man solche irrsinnigen Auflagen wie ESG, Net Zero und was man nicht alles haben. Und wenn man plötzlich einen digitalen Euro hat, können die natürlich genau sehen, wo ich mich wann bewege, mit was ich mich bewege und was mein CO2-Fußabdruck ist und können mit dem Knopfdruck mir das quasi unterbinden, weil letztendlich, und das verstehen wenige Leute, wenn man einmal kein Geld hat, für nur ein paar Stunden, da kann man nichts machen, da ist man nicht handlungsfähig. Und das verstehen Leute nicht, weil meistens noch sie wie eben im bestehenden System arbeiten, von 9 bis 5 ihren Job machen und am Monatsende ihr Geld kriegen und irgendwie wird das alles von der Steuer abgebucht. Und man hinterfragt eigentlich nichts. Zu sagen, Moment, was passiert eigentlich in einem ganz einfachen System, wenn ich von jetzt auf nachher mal kein Geld habe? Und zwar nur für einen Tag. Da ist die Freiheit auf Null, die schon sehr limitiert ist. Und ich glaube, das Szenario spielt man nicht, weil das System da so aufrechterhalten wird, dass es klappt. Ich halte den digitalen Euro, glaube ich, für das ist noch der letzte Schritt der totalen Überwachung. Und die Leute unterschätzen das. Und das Verrückte ist, es findet totale Überwachung statt. Von Menschen, die weder von dir noch von mir und von irgendjemandem gewählt worden sind, die wir nicht mal kennen, deren Gesichter wir nicht kennen, und das akzeptieren wir so. Und wenn ich weiß, was ich da jetzt sage, weil die meisten sagen, das ist so ein rechter Verschwörungstheoretiker. Ich bin im hochregulierten Finanzwesen als Händler unterwegs gewesen. Ich halte mich für extrem rational und glaube, das ist eine der größten Gefahren. Und so auch das eine, wenn man einmal dort ist, in so einem System, da kommt man nicht mehr raus. Das geht ohne soziale Unruhen und Tote, geht es nicht mehr. Und das wird sehr, sehr, sehr schwer. Also die Stasi wäre in der DDR froh gewesen, wenn sie die technologischen und die finanziellen Überwachungsmechanismen haben, die wir heute leider leichtfertig an Bürokraten abgegeben haben und nicht hinterfragen. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Wir hatten vor kurzem ein sehr interessantes Interview hier bei uns auf dem Kanal, und zwar mit dem Ehepaar Betz, die das Buch zusammengeschrieben haben, Mieses Geld. Wenn du das noch nicht kennst, kann ich das nur empfehlen, mal deine Favoritenliste dazu zu nehmen. Ansonsten auch Zuschauer und Zuhörer vielleicht. Also es ist eigentlich ein als Thriller verpacktes Lehrbuch über das Finanzsystem. Spielt in der Schweiz, in Deutschland und Brüssel. Und es geht um die schleichende Einführung vom digitalen Euro, und es ist so viel Fachwissen da im Prinzip untergebracht, mehr oder weniger die Dialoge, also ich sage jetzt ein Lehrbuch eigentlich über das Finanzsystem, das was da auf uns zurollt, aber in einer packenden Geschichte versteckt oder ja verborgen, wenn man so will. Wir selber übrigens, ich lebe ja zurzeit jetzt seit einigen Jahren in Griechenland und jetzt also auch beobachten, dass das, was man immer so hört, auf den sogenannten Kanälen, dass da überall weltweit schon Tests gemacht werden, dass es alles vorbereitet wird. Für uns war interessant, dass hier in Griechenland der digitale Euro auch schon getestet wurde. Und zwar in 2 verschiedenen Projekten haben wir das hier miterleben dürfen. Das eine war, dass man also eine App auf sein Handy bekommen hat. Da hat man von der griechischen Regierung so eine Art Pseudo-Visa-Karte bekommen, die aber nie wie eine normale Visa-Karte funktioniert hat. Sie hat nur überall funktioniert, wo Visa akzeptiert wird. Und dann bekam er jeden Monat halt einen Geldbetrag überwiesen. Und diesen Geldbetrag, den konnte man nur für Tanken
verwenden und nur in der Region, wo man gewohnt hat. Also ich konnte jetzt zum Beispiel ich konnte also jeden Monat tanken. Und was ich am Monatsende nicht ausgegeben hatte, wenn ich also zu wenig getankt habe, dann ist das Geld verschwunden am Monatsende. Und das Geld hat die griechische Regierung quasi Ja, einfach ja, dir ja, ja. überwiesen, so auf die Karte. Das war ein Geschenk, mehr oder weniger, Okay. wer da mitgemacht hat an dem Test. Und da bekam man halt jeden Monat, musste man sich anmelden beim Finanzamt sozusagen. Dann wurde geguckt, wie viele Autos hast du oder wie viele Fahrzeuge hast du. Dann wurde festgelegt, welchen Betrag du monatlich bekommst. Und dann war die Karte eben geblockt, wenn man so will, außerhalb deines Wohnbereichs. Also ich konnte jetzt nicht in Deutschland damit zum Beispiel Benzin kaufen oder so. Du konntest es war interessant, einen Kaffee konnte ich mir noch vieles probiert dann mit der Karte, ne? Also einen Kaffee konnte man noch mit dazu nehmen zum Benzin, aber wenn du jetzt zum Beispiel was anderes in der Tankstelle gekauft hast, von mir aus keine Ahnung, eine Flasche Wein oder sowas, also da hat es dann rot gepiepst und dann sagt die Frau, was ist denn los? Das funktioniert ja gar nicht mit ihrer Visa-Karte. Und dann musstest du zum Beispiel die Flasche Wein wieder rausnehmen und dann konntest du den Rest damit bezahlen, ne? Und das Gleiche wurde in Griechenland auch gemacht mit den Flüchtlingen, die es hier gibt. Die haben also auch so eine Visa-Karte bekommen und bekamen dann monatliches Geld, was sie so ausgeben dürfen, auf diese Karte. Wir haben es im Lidl zum Beispiel öfters gesehen, dass die dann halt ihre Einkäufe hingelegt haben, mit ihrer Visa-Card bezahlen wollten und dann gab es dann so einen Fehlerton. Und dann hat die Verkäuferin geguckt, was haben Sie denn für eine Karte? Ach so, Sie haben so eine Karte und dann müssen Sie mal den Lippenstift da und den Deo-Roller rausnehmen, dann wird es vielleicht gehen. Ah, nee, dann müssen wir noch das rausnehmen und dann konnten sie damit bezahlen. Also interessant ist einfach, dass eben die Technologie von dem, was da mit dem digitalen Euro auf uns zurollt, dass die mehr oder weniger heimlich, still und leise von natürlich Zusammenarbeit Banken eben der Finanzwelt geschaffen worden sind. Die sind da. Und das beunruhigt eben auch viele Menschen, ist eben auch gerade wieder für viele unserer Mandanten ein Grund zu sagen, ich möchte eben jetzt auch übrigens nicht nur Geld in der Schweiz haben. Weil die Frage ist, wie weit wird die Schweiz dann doch mit eingenordet? Da läuft also einiges dort, ne? Sondern einfach vielleicht außerhalb des westlichen Bereichs, auch in östlichen Ländern, ne? In Ländern, die nicht zur NATO gehören, Ländern, die nicht zur Europäischen Union oder nicht in Europa liegen, einfach dort noch einfach ein Stück Geld. Du hast uns gesagt, wie schlimm das ist, wenn ich mal einen Tag nur kein Geld habe. Und einfach sich dort zu diversifizieren, sagen, ich habe außerhalb dieses Systems, auch des westlichen Systems, habe ich einfach noch einen Betrag, ob das 10.000 Euro nur sind, wie auch immer, und habe dafür auch eine Karte, die dann vielleicht wenigstens im Ausland geht und mir dort ein bisschen finanziellen Spielraum bringt. Ne? Das ist durchaus ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Beratersicht jetzt zumindest. Ja, absolut. Ich stimme da 100% zu. Interessant, was du sagst mit der Karte, was damit auch der Regierung erlaubt hast, der griechischen, und auch jetzt in Deutschland wäre auch. Das ist ja auch eine Form von künstlicher Intelligenz, da findet jetzt Machine Learning statt. Die haben die Daten, die wissen letztendlich, wie ihre Bevölkerung sich bewegt, was da abläuft. Und zwar live. Und das Verrückte ist ja, hat mehrere Ebenen. Die Leute sagen, es ist doch gut, du hast das Geld gekriegt in Griechenland von der Regierung. Ist doch schön, was die Regierung gibt mir Geld und ich kann da was machen. Da vergessen die Leute immer den Schritt davor. Wo kommt das Geld her? Den bezahlen wieder die anderen Leute. Man bezahlt ja quasi seine eigene Überwachung. Aber man denkt immer, das kommt vom Staat. Aber man macht diese ganz einfachen nächsten Schritte. Wo kommt das Geld her? Ah, das kommt ja eigentlich von mir. Also ich bezahle ihm, damit er mich überwacht. Also das ist schon fast zynisch. Aber es verstehen noch. Also wenn ich mit Freunden rede, da gibt es immer so eine Diskussion, dass ich irgendwie jetzt völlig durchgeknallt bin, auf Deutsch formuliert und sage, es ist so einfach. Und ich glaube, der andere Schritt, was du sagst, diversifizieren, absolut. Geologisch hilft es, absolut in verschiedene Länder zu gehen. Ich würde auch aber diversifizieren vom System weg. Was ich gesagt habe, ich bin ein großer Fan von Bitcoin. Relativ früh das gesehen, mehr wissenschaftlich fand ich es ganz spannend damals. Und weil das letztendlich was ist, was völlig außerhalb des Systems ist. Das heißt, ich kann jetzt dir einfach mal 50 Euro in Bitcoin oder hier überweisen. Am Samstagabend keine Bank, es ist zwischen mir und dir und diesem Netzwerk der Knoten und der Miner. Nichts anderes. Und das Spannende ist ja, ein guter Freund von mir, hat sich also ein Freund, eigentlich schon ein guter Freund noch geworden, der hat mich zu meiner Wall Street-Zeiten in New York
quasi überwacht. Der war von der Federal Reserve Bank, der Fed. Und der war verantwortlich für meinen Handelsbereich und wir hatten da viele Diskussionen. Der musste mich überwachen und das war ein sehr cleverer Typ, ein gescheiter Kerl. Aber wir haben uns komischerweise über die Jahre dann so angefreundet, wenn man so sich ständig in der Woche 1-2 Mal sieht. Und sagt, warum hast du das gemacht? Und wurde alles reportet. Und den sehe ich heute ab und zu mal, wenn ich in New York bin. Und da hatte ich mal mit Bitcoin. Er sagt, wie seht ihr eigentlich Bitcoin als Fed? Und das fand ich das beste Argument auch für Bitcoin. Er sagt, wir hassen das. Wir hassen alles über dieses Ding. Warum? Er sagt, wir haben es nicht früh genug gesehen und jetzt ist es zu spät, es wieder reinzudrücken. Am Ende, das ist ein Konkurrenzsystem und das haben die verstanden in den USA. Ganz interessant ist auch die Entwicklung der Regierung in den USA, zu sagen, das ist da, das können wir nicht ignorieren, das lässt sich auch nicht regulieren. Da gibt es keine Emittenten, da gibt es keine Firma, da gibt es nur dieses Netzwerk. Und solange es Internet ist, funktioniert es. Ich glaube, von der biologischen Diversifikation, von der du sprichst, die ich halt auch wichtig finde, aber wenn man auch sagt, ich möchte einen gewissen Anteil meines Vermögens, ich würde sagen, mein Ding ist so 10%, wo ich sage, das stecke ich da rein und das ist so wie ein bisschen Gold, aber es ist besser wie Gold. Ich brauche meine 24 Wörter und ich kann letztendlich von A nach B nach C, indem ich es in meinem Gold Storage, nicht eine Exchange habe, weil da bin ich viel im System, kann ich letztendlich tun und lassen, was ich will. Und keiner kann mich daran einschränken. Natürlich kann man heute auch zurückfolgen, wer kann es sein, aber das ist dann der letzte Schritt, würde ich sagen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Form der Diversifizieren, nicht nur geologisch, sondern auch komplett vom System weg. Absolut, stimme ich dazu. Sehen wir genauso, auch vielleicht noch physische Edelmetalle und so weiter und so fort. Also das sollte man schon einen holistischen Ansatz haben. Aber eine Sache, die mich beunruhigt, auch viele Mandanten, mit denen ich spreche, beunruhigt. Und da würde mich auch interessieren, wie du darüber denkst. Es ist ja, sagen wir mal, eine gewisse Sensitivität oder diese Hassliebe, die du da gerade erwähnt hast, zwischen dem klassischen Finanzsystem und eben der Bitcoin- oder Kryptowelt, wenn wir jetzt mal alle Kryptowährungen mit einschließen. Ich habe vor kurzem Folgendes erlebt. Wir waren also bei einer Investorenreise in Tansania auf Sansibar und neben mir saß ein Mandant von uns und der überweist einen relativ kleinen, vierstelligen Betrag von seiner Bank an einen Crypto-Exchange. So, Bank Revolut kann man durchaus mal nennen, den Namen jetzt hier, ist ja kein Problem. Die ja übrigens selber auch mit Bitcoin einige Dienstleistungen anbieten. Und er überweist auf eine Exchange, die eigentlich nicht geblacklistet ist, ganz normal sauber. Und in dem Moment, ich habe es gesehen, ich saß neben ihm, wie er diesen Betrag abschickt, kommt die Meldung auf seinem Display, hiermit kündigen wir ihre Kontoverbindung. Und hat auch also sie haben ja nie irgendwas gefragt, erklären Sie, was Sie da gemacht haben, sondern in dem Moment war die Bankverbindung für alle Zeit gekündigt. Ne? Wurde auch belehrt, er kann also keinen Einspruch dagegen einlegen, er kann auch nicht wieder ein Konto wird eröffnen, er hat jetzt irgendwie 6 Wochen Zeit und nach 6 Wochen kann er sein Geld irgendwo anders überweisen. So. Das heißt, wird da eine gewisse Drohkulisse aufgebaut? Will man da Leute mit Absicht verängstigen, beunruhigen? Und wie siehst du das eigentlich? Also könnte der Moment kommen, wo es richtig verdammt schwierig wird, mal seine Bitcoin irgendwie zu benutzen oder wieder in einen anderen Kreislauf zurückzuschubsen? Interessante Frage. Ich glaube, also mein Zugang zu Bitcoin ist es sehr purer, sehr maximaler oder radikaler. Das heißt, die Bitcoin, die ich habe, die sitzen nur Cold Storage, die halte ich. Tatsächlich hin und wieder bezahle ich gewisse Leute, die sagen, oh, das finde ich spannend. Einfach so mehr als Lehreffekt, wo ich das so überweise. Also ich bleibe immer im System. Das heißt, wenn man es einmal hat, nie wieder. Und es gibt auch keinen Grund, das eigentlich System zu verlieren. Genau aus warum brauche ich es? Ich brauche es weil ich glaube, das Netzwerkeffekt des Bitcoin, das ist immer noch ganz am Anfang, vom Wert her. Es ist ein wunderbares, also nicht wertbeständiges Instrument, das wahrscheinlich massiv an Wert gewinnen wird. Davon bin ich überzeugt. Leute hätten mich für wahnsinnig bei $10.000, jetzt sind bei $100.000. Das ist jetzt der erste Anfang aus dem Punkt 1. Aber der zweite Punkt, Leute gucken mir, oh, das gibt mir mal, da kann ich reich werden. Das ist gar nicht das Wichtigste, sondern die Freiheit.
tatsächlich zu sagen, wenn ich im System bleibe und wenn ich tatsächlich sage, weißt du was, du hast mir, was ist letztendlich Service, was ich gesagt habe, wenn ich einen Tag kein Geld habe, habe ich keine Möglichkeit, Services zu bekommen, zu empfangen. Also eins in Form von, ich kaufe etwas ein oder ich habe eine Handwerker, geht nicht. Wenn ich Bitcoin habe, habe ich letztendlich ein Zahlungsmittel, wo wenn die andere Seite sagt, und mehr Leute kennen das, und das ist für mich auch, so früher, ich kann ja auch Waren dagegen geben, das mache ich genauso, dann ist es absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ich kenne die Geschichte, dass man eben ein Schwein geschlachtet hat, was man hatte. Der Metzger hat es dann geschlachtet daheim, hat es ausgenommen und den hat man nicht bezahlt, sondern er hat sich einen Teil seiner Arbeit einfach in Gewissen von ein paar Pfund von einem Schwein mit nach Hause genommen, um dann im Laden zu verkaufen. Das war sein Geschäftsmodell. Das heißt, da ist mal gar kein Geld geflossen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwie nachträglich irgendwelche Steuerfahnen am Hals für meine Eltern, die beide nicht mehr leben. 70er Jahre, 80er. Aber tatsächlich, das System klappt wunderbar. Und Bitcoin ist, glaube ich, im digitalen Bereich bietet eine Möglichkeit, die wir so nie gesehen haben. Und das macht sich ja weiter und weiter breit. Und je mehr eben Banken so etwas machen, umso stärker wird eben diese Alternative Bitcoin auch werden. Weil ich glaube, was du vorher gesagt hast, ist sehr wichtig, auch andere Konten zu haben. Aber auch das wird relativ schwierig, wenn die Banken sagen, ich möchte nicht, dass einfach Geld transferiert wird. Du hast noch eines auch gesagt, diese ständige Überwachung im Sinne vom digitalen Geld, hast du in Griechenland erlebt, aber auch ein Thema, das wir noch nicht mehr angesprochen haben, die Vermögensaufstellung. So eine Wealth Tax, wie man es in der Schweiz hat. In der Schweiz machen wir es, weil es ein einfaches Steuersystem ist, sagen, okay, bezahlst du auf dein Vermögen. Europa möchte was Ähnliches einführen. Aber mehr um zu sehen, was hast du wo. Und damit bist du voll kontrolliert. Damit kannst du kaum mehr selbst wenn du deine Vermögenswert jetzt in die Schweiz oder Singapur schiebst, ist denen bekannt, was du hattest. Das bist gefangen im System. Und ich glaube, der Zeitrahmen auch für deine Kunden, der wird immer enger. Immer enger. Und was du vorher gesagt hast mit der Karte, das ist eine spannende Geschichte. Mich hat mal vor nicht mal einem Jahr auf einer Bitcoin-Veranstaltung gesagt, ein guter Bekannter von mir, sie ist Schweizer, sagt, ach Pius, dieses digitale Geld, das sind Bürokraten, Beamten, das kriegen die, ich kenne die doch da, EZB, und in 20 Jahren nicht hin. Sagt, das glaube ich nicht. Wenn Leute etwas wollen, solche Menschen, und die komplett überwachen wollen, dann kriegen die es sehr schnell hin. Und das zeigt sich ja. Die Projekte, die laufen jetzt schon. Und das ist dann nur noch eine Sache von ein paar Tagen, nicht Tagen, von ein paar Jahren, bis das System komplett umgestellt ist. Und heißt, kein Bargeld mehr, alles nur noch digital. Jetzt heißt ja nur ein Bruchteil dieser digitale Euro am Ende komplett überwachen. Deswegen, ja, stimme ich mit der da 100% überein. Auch was Bitcoin ist die Alternative, glaube ich, aber auch sich zu diversifizieren. Aber viel Zeit gibt es da wahrscheinlich nicht mehr. Hast du gut zusammengefasst, Piers, stimmt dir auch zu. Aber jetzt mal noch eine Frage. Der Piers Sprenger, hat der Bargeld in der Tasche, wenn er draußen unterwegs ist? Bezahlt er sein Cappuccino Cash oder mit Karte? Also wenn ich wenn ich in Europa unterwegs bin, meistens Cash in der Tasche. Aber ich bezahle typischerweise immer mit meiner amerikanischen Kreditkarte. Also komischerweise fühle ich mich da wohler, meine Daten nicht so schnapp bei den Amerikanern zu haben, als in Europa. Irgendwie so ein Gefühl, aber ich zahle in Europa vor allem mit. Hier jetzt in England die Karte, in Europa vor allem mit mehr so, weil ich immer das Bankengeld und ich nutze vor allem dann der Cash in Europa. Finde ich gut. Wir haben ja auch mal einen Podcast gemacht. Wir haben auch einen Partner zu dem Thema. Der hat eine sehr gute Strategie. Der sagt einfach, wie du es auch gerade gesagt hast, man kann das System ja verwirren, ne? Indem man eigentlich sich auch mit den Wegen, wie man Geld ausgibt, diversifiziert, wie du sagst, eine US-Kreditkarte vielleicht kombinieren für bestimmte Fälle, eine europäische Kreditkarte einsetzen und eben nicht an einer Stelle alles seine Daten hinterlassen. Ne? Das mag durchaus auch eine Strategie sein. Aber eine Frage noch, 99 ausgewandert, würdest du wieder zurück nach Deutschland kommen eigentlich? Ja, also ich bin ab und zu in Deutschland, nicht häufig. Also schon im Jahr bin ich mal ein paar Tage dann dort. Ich hatte tatsächlich mal gedacht, na, warum Europa, warum nicht Deutschland? England war es dann so offen sind, auch da hat sich jetzt sehr viel getan die letzten paar Monate. Im Moment sehe ich das nicht.
überhaupt nicht. Und zwar, wenn sich ich bin erschrocken. Als ich 99 gegangen bin, oder sagen 90er Jahre, hatte ich den Eindruck, dass Deutschland, da war noch ein positiver Geist da, was zu entwickeln, was zu machen. Für einer, der so lange weg war wie ich und zurückkommt doch ständig und Deutsch ist und auch, wie gesagt, Patriot in gewisser Hinsicht. Das hat sich sehr zurückentwickelt, sehr eingeengt, sehr verkrampft geworden. Und dann ich bin 57 Jahre alt, rede ich mit Leuten, meiner Freunden, die so alt sind wie ich in Deutschland, und bin immer wieder erstaunt, dass eben sie sehen es nicht, wollen es nicht sehen, und das ist sehr verengt worden. Leute, die mal sehr ähnlich dachten wie ich. Und dann denken die, du Pius hast dich sehr verändert. Ich glaube, ich habe mich gar nicht verändert. Ihr seid hier verändert worden, habt es gar nicht gemacht. Vielleicht noch eine Anekdote zum Schluss. Ich hatte ein 50-jähriges Klassentreffen, sowas gibt es. Ich bin nämlich 1974 eingeschult worden. Und da waren Leute in der Grundschule, die habe ich tatsächlich seit 44 Jahren nicht mehr gesehen, oder 46 Jahren nicht mehr gesehen. Den einen, den ich tatsächlich seit über 45 Jahren nicht mehr gesehen habe, ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, so kleine Unternehmen in Deutschland, hat die Firma verkauft und hat ein Vermögen geschaffen, hat mit mir gesprochen. Neben mir saß eben ein anderer guter Freund, der bei einer Sparkasse sehr hoch oben ist. Und dann habe ich gesagt, mach dies, investier so und dies und jenes und auch Bitcoin, was wir jetzt besprochen haben. Und kauf einfach einen S&P 500 ETF. Dann guckt er hin und sagt, ich weiß nicht, ich kann dir nicht vertrauen. Was meinst du? Und ich will den Namen nicht sagen. So ein Sparkassentyp. Sagt, ja, er weiß nicht, bist beraten. Ich verstehe dich nicht. Der hat nicht deine Interessen im Ding. Der verdient 2-3% mit dem Zeugs, den er erzählt. Ich habe gar kein, also du machst, was du willst. Das Verrückte ist, diese Menschen haben eine Hörigkeit gegenüber Institutionen und verstehen nicht, dass sie dabei eigentlich noch bezahlen. Und das ist ein sehr cleverer, aufgeweckter Unternehmer gewesen. Und das fand ich sehr, sehr erstaunlich, auch von meinen Freunden, die ich für sehr gescheiten aufgeweckt halte. Deswegen komme ich da zurück nach Deutschland. Sehe ich überhaupt nicht im Moment. Das ist doch ein klares Statement. Und gibt es eigentlich irgendein Land, wo du sagst, also du warst jetzt in den USA, da hat dir sehr gut gefallen, das habe ich mir gemerkt, UK, okay. Und gibt es irgendein Land, wo du sagst, da könnte ich mir vorstellen, meinen Lebensabend zu verbringen, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, da mal ein paar Jahre zu leben? Zieht mich in die Sonne zum Beispiel, wie auch einige unserer Mandanten. Also ich lebe in einem Land, in dem 300 Tage im Jahr die Sonne scheint. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, mit weniger auszukommen. Also, ja, ich bin da jetzt kein so ein Beach-Typ, obwohl ich jetzt gerade auf Florida war. Also ich liebe das. Also tatsächlich ein Land, das ich kenne es halt sehr gut, dass ich mir vorstelle, leben zu können, ist in der Tat USA. Das ist so, warum? Weil man kommt manchmal in die kleinen Länder rein, kann da alles Mögliche machen, aber die USA hat Größe, Innovation. Die Typen sind relativ verrückt, was ich toll finde. Da passiert jeden Tag irgendetwas. Die entertainen die komplette Welt und sich selber. Und ich finde es auch wirtschaftlich und steuerlich ein relativ überschaubares, transparentes System. Man muss mit Steuern zahlen, das ist sehr streng. Absolut, also das war für mich die beste Zeit. Und ich glaube, Leute, es gibt einen Grund, Leute, die rübergehen, sagen, das ist einfach das Spiel. Das wäre übrigens, hätte Trump nicht gewonnen, hätte sich das auch gedreht. Also es ist immer, da sieht man eben, so eine Freiheit, so eine Entwicklung ist das sollte man jeden Tag eigentlich verteidigen. Kann man noch heute, da gibt es Medien mit diese. Also für mich ist es die USA, einfach nur aus dem Grund, ich kenne es am besten. Das ist ja schon fast ein gutes Schlusswort, oder? Also, das war Pius Sprenger. Und Pius, vielen, vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hattest. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir haben viel dazugelernt und es gibt viele Anregungen. Wer noch eine Frage an Pius hat, schreibt sie in die Kommentare. Wir leiten das gerne weiter. Und ja, vielleicht sieht man sich ja in kurzer Zeit oder längerer Zeit mal hier wieder. Und dann schauen wir mal, ob dann das Finanzsystem, so wie es heute ist, noch da ist und was es Neues zu berichten gibt. Ich habe mich, wie gesagt, gefreut über deine Zeit heute. Vielen Dank, du. Vielen Dank, Daniel. Hat mich extrem gefreut, von euch eingeladen zu sein. Vielen Dank. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.